Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Ruth Frey und ich wirke in der Impulswelle eher im Hintergrund, dann wenn es ums Texten geht, zum Beispiel berichten wir an unsere Bundesräte, und ich wirke beim täglichen Aufspüren von brisanten Informationen auf dem Internet. Das kann schon mal 5 bis 10 Stunden am Tag ausmachen. Gemeinsam mit meinem Kollegen Röne Machu machen wir auch Videos und einige von Ihnen haben uns auch schon auf dem Internet, auf YouTube gesehen. Unsere Sendung heißt Der Durchblick und der Name ist auch Programm. Es ist für mich eine sehr willkommene Abwechslung, Videos zu machen, aus dem Grund, es gibt so viele belastende Themen, die man auf dem Internet findet, die nie den Weg in die Medien finden, in die Mainstream-Medien. Das haben wir ja gemerkt aus dem, was mein Kollege Werner Frey uns berichtet hat. Wenn wir Videos machen, kann ich jeweils die Belastung loslassen und es kommt dann auch ein Schuss Humor dazu. Wer heute sich seriös informieren will, wer wissen will, was in der Welt wirklich vor sich geht, der kann sich wirklich nicht mehr auf die gängigen Medien in der Schweiz, in der EU und im ganzen angelsächsischen Raum verlassen. Diese berichten nur das, was wir wissen sollen. Das heißt, das sind im besten Fall Halbwahrheiten, ablenkend Belangloses und vor allem Lügen. Einfach um die Kriegspolitik der USA, der NATO nicht zu stören. Alles, was für uns Menschen wirklich wichtig ist, das wird fernab von der öffentlichen Aufmerksamkeit per Dekret oder per Verordnung beschlossen. Wir haben über das Bail-in für die Banken in der Schweiz gehört. Diese Verordnung wurde im November 2012 in Kraft gesetzt. Kaum jemand hat davon Notiz genommen und solche Vorgänge passieren laufend. Denn wer von Ihnen hat schon von TTIP etwas gehört? Wer hat schon von TISA was gehört? Wenn ich so herumfrage, das sind es die allerwenigsten. Es hat einige hier im Saal, die das natürlich wissen, na klar. Aber diese beiden internationalen Abkommen sind sehr umfassende Freihandelsabkommen, die uns jegliche Souveränität und Freiheit nehmen. Und die sollen jetzt gerade während der Fußballweltmeisterschaft mit hohem Druck weiterverhandelt werden, hinter verschlossenen Türen. Wir wissen nicht einmal, was da eigentlich drinsteht in diesen Verträgen. Es ist die Auflösung der Demokratie auf der Gemeindeebene, auf kantonaler Ebene genauso wie auf Bundesebene. Es geht um die Versklavung der Menschen unter die Herrschaft der Konzerne. Besonders bedrückt mich, dass die Schweiz beim TISA, das ist ein sogenanntes Freihandelsabkommen um die Dienstleistungen auf internationalem Gebiet, dass die Schweiz da sehr tatkräftig mitwirkt, auch hier unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das alarmiert mich ganz besonders. Wir alle wissen, dass die Medienkonzerne gesteuert sind von denselben Interessengruppen, die die großen Banken besitzen, die die Pharmakonzerne besitzen, das Agrobusiness inklusive Gentechnik, die Rüstungsindustrie, die Erdöl- und Energiekonzerne. Und damit beherrschen sie auch die Regierungen und die Parlamente vieler Länder dank der intensiven Arbeit ihrer Lobbyisten. Leider ist die Schweiz hier keine Ausnahme mehr. Unser nächster Referent, Herr Dr. Franz Betschon, weiß darüber sehr gut Bescheid. Er ist Maschineningenieur, er hat an der ETH doktoriert, ein Zusatzstudium an der Harvard Business School in Cambridge angehängt und danach war er leitend tätig in der Industrie, im Ausland und in der Schweiz.
Herr Dr. Betschon hat in unserer Armee seinen Dienst geleistet in der Luftwaffe und als Oberst im Generalstab. 20 Jahre lang, von 1985 bis 2005, war er Mitglied im Institut für strategische Studien in London. Herr Dr. Betschon ist auch Autor mehrerer Bücher, vor allem zur Sicherheitspolitik. Das Eurasische Schachturnier, ein Buch von ihm, erschien 2009. Und das ist natürlich der Titel, der mir als erstes ins Auge sprang. Herrn Betschon liegt die Unabhängigkeit unseres Landes sehr am Herzen. Das zeigt auch sein Engagement während der letzten Abstimmung. Aber wir möchten das sicher gerne von ihm selber hören. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Herrn Dr. Betschon. Die Vorstellung meiner Person. Warum bin ich 2005 ungefähr aus dem renommierten International Institute for Strategic Studies in London ausgetreten? Vorher war ich einer der wenigen Mitglieder, schweizerischen Mitglieder, die waren vielleicht 15 oder 20, da waren bekannte Namen drunter, die Sie auch in Erinnerung haben. Und da bin ich aber geworden, dass der Mitgliederbestand sich plötzlich verzehnfacht hat. Und plötzlich in der Mitgliederliste standen lauter NATO-Officials, standen lauter VBS-Leute aus der Schweiz und. Und das ist das eine, was mich gestört hat. Wir waren früher ein kleiner Club und war hochinteressant miteinander zu diskutieren. Plötzlich wurde das instrumentalisiert aus der Kiste, die ich bereits erwähnt habe. Und im Jahr 2003, Einmarsch in Irak, habe ich endgültig den Deckel hingeschmissen, weil nämlich Folgendes passiert ist. Ungefähr Mitte 2003, der Einmarsch war ja Februar oder wann, erschien doch tatsächlich im IISS-Bulletin noch ein Artikel, wo detailliertest aufgezeichnet wurde, wo im Irak überall Chemiewaffen und Atomwaffen gelagert werden. Das hat unheimlich präzise ausgesehen. Nur waren doch damals die Freunde der Koalition der Willigen schon vor Ort und haben ja festgestellt, stimmt nicht, also es hat keine Massenvernichtungswaffen gehabt, aber irgendeinem Redaktor bei der IISS ist das entgangen und hat es verpasst, diesen ursprünglich der Irreführung dienenden Artikel schnell noch unter den Tisch zu wischen. Also die haben einen Artikel veröffentlicht, wieder besseren Wissens. Und damit habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, ja, wie sehr stimmen denn alle anderen? Das ist immer so, Sie werden jetzt dann aus meinem Vortrag auch einiges herausfinden. Immer wenn es aus Geheimdienstkreisen wurde und etc. Wenn Sie davon ausgehen, dass es meistens heiße Luft ist. Also gut, ich rede jetzt zu den Konsequenzen für die Schweiz aus sicherheitspolitischer Sicht. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, mich da in die Richtung zu bewegen. Es interessiert mich einfach. Und muss vielleicht noch vorschalten, den Barnett werde ich nicht lesen. Der Barnett scheint mir ein Aktivist zu sein, nur nach dem, von was ich heute gehört habe, irgendwie ein schlechter Schüler von Brzezinski. Der Brzezinski war er lebt ja noch, einer der klugen strategischen Denker der USA, der hat Generationen von Diplomaten ausgebildet. Und er hat in den 90er Jahren ein Buch geschrieben, The Great Chessboard. Hat es dann aber später sind es 10 Jahre später, hat er es korrigiert, respektive ein zweites Buch nachgeliefert. Er hat sehr viele Bücher geschrieben.
aber er hat ein zweites Buch nachgeliefert, The Second Chance. Dort drin steht in etwa, wir Amerikaner haben die Chancen, die man aus der strategischen Wende 1990 hätte kreieren können, nicht genutzt. Also müssen wir jetzt die zweite Chance ergreifen. Und die zweite Chance, das garantiere ich ihm und auch dem Barnett, die zweite Chance kriegen die nicht, wie wir jetzt überall feststellen können. Es gibt keine zweite Chance, sie haben sie gehabt. Ich bin kein Aktivist, ich bin Ingenieur. Und ich habe zusammen mit meiner Frau das in gute 60 Länder bereist dieser Welt. Ich bin ein Freund der Globalisierung. Die Globalisierung ist keine Erfindung von Barnett. Die Globalisierung findet einfach statt, weil man heute für 2 Tageslöhne in einem halben Tag nach Shanghai fliegen kann, wofür es früher Monate gebraucht hat. Also deshalb findet doch diese große internationale Fluktuation statt. Ich finde das was Großartiges, wenn man etwas Kluges draus machen würde. Also. Ich überspringe diese Folie schnell. Was ist die Pflicht jeder Regierung im Bereich der Sicherheitspolitik? Sie müssen ihre Völker schützen. Wohlstand des Landes gehen wir jetzt weiter. Das Gewaltmonopol des Staates durchsetzen, das ist eine Aufgabe, die nimmt dem Staat niemand ab. Zu diesem Zweck muss er eine Sicherheitspolitik betreiben, beinhaltend eine Außenpolitik. Ich meine, dass wir im Moment gar keine schlechte Außenpolitik haben in der Schweiz, mit dem entsprechenden Vorsteher. Er muss eine Wirtschaftspolitik betreiben und die ist ja auch nicht so schlecht, wenn man sich denkt, es geht uns gut, vielleicht geht es uns viel zu gut, vielleicht meinen wir aufgrund der Güte unserer Wirtschaftskraft, das ist ja häufig so, da schreiben sich die Politiker noch auf ihre Fahne, das wäre wahrscheinlich, das glauben sie wahrscheinlich ihr Verdienst zu sein, aber diese Wirtschaftspolitik wurde an der Politik vorbei, an der großen Politik vorbei realisiert durch sehr viele Unternehmer, global denkende Unternehmer und Ingenieure. Vielleicht noch zum Thema Ingenieur. Wir haben seit 1,5 Jahren im NZZ-Verlag ein Buch rausgebracht. Das Buch ist jetzt aber schon vergriffen in der ersten Auflage. Das Buch heißt Ingenieure bauen die Schweiz. Und dieses Buch sollte, das ist der letzte Titel, dieses Buch sollte eigentlich heißen, Ingenieure haben die Schweiz gebaut. Aber dann haben wir den Titel angepasst, weil wir haben mehr Ingenieure, sind weiterhin interessiert daran, wir wollen weiterhin diese Schweiz weiter gestalten. Im Hintergrund waren noch sowas wie Lebenserinnerungen geplant, aber ganz haben wir das nicht durchgestanden. Wir wollten nämlich mehr oder weniger klarlegen, dass der Wohlstand der Schweiz nicht von den Banken geschaffen worden ist, sondern von der Industrie, von der produzierenden Industrie. Und dazu gibt es ja Zahlen. Die Banken, immer wenn es für sie ins Argument passt, rechnen uns vor, dass sie, glaube ich, für 15% des Bruttosozialproduktes zuständig wären. Sie meinen damit einfach das, was generell als der Finanzindustrie zugerechnet wird. Aber innerhalb der Finanzindustrie machen die Banken, das hat kürzlich jemand vorgerechnet, eigentlich weniger als die Landwirtschaft. Also ist es doch eine Frechheit, das Deutsch gesagt, wenn die für sich in Anspruch nehmen, sie würden unseren Wohlstand kreieren. Haben sie nie getan und im Moment sind sie auf festem Wege, diesen Wohlstand zu zerstören. Also
kleinen Hinweis zu diesem Buch. Ende Jahr erscheint der zweite Band, erste Band in zweiter Auflage und wird dann in der NZZ entsprechend, gehe ich schon davon aus, beworben. Und dass ich eine kritische Einstellung oder dass wir eine kritische Einstellung zu den Banken haben, die uns, sage ich jetzt frei, das mir heraus, ich werde es für uns Ingenieure eigentlich eher für die Decken angeguckt haben. Lebt das auch in der Familie. Also an diesem zweiten Band soll es nicht liegen. Der Kaspar Wieger, ehemaliger schweizerischer Finanzminister und ein Schulfreund von mir, der schreibt das Vorwort. Aber er schreibt ziemlich genau wie in unsere Richtung. Weil er betrachtet sich als Ingenieur. Und jetzt muss ich da etwas beschleunigen. Also, ich rede über die Militärpolitik. Und wenn man von Militärpolitik, das ist eine der Säulen der Sicherheitspolitik. Das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern zur Sicherheitspolitik gehört auch eine Militärpolitik und die muss auf einer vollständigen strategischen Lageanalyse basieren und wie es da hapert, kommen wir noch dazu. Also, weg von der Einleitung, Krisenzonen überall, als ich das Referat zum ersten Mal skizziert hatte, habe ich da mir noch gar keine großen Gedanken zu Afrika gemacht. Aber in Afrika, der reichste Kontinent dieser Welt, in Afrika ist ja der Teufel los, muss also auch als kontinentale Krisenzone betrachtet werden. In Mitteleuropa kam die Ukraine dazu. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das sei jetzt wirklich völlig überraschend, dass aus der Ukraine plötzlich eine Krisenzone wird. Da kann ich nur etwas sagen, das ist vielleicht mehr Glück gewesen als anderes. Wir haben da ein Buch geschrieben, so eine Gruppierung, ähnlich der Impulswelle, die sich aber spezifisch mit Militärpolitik befasst, die Gruppe Giardino. Wir haben ein Buch geschrieben und da drin hat es ich lege übrigens den Flyer da drauf, auf dem Büchertisch. Da drin hat es eine Skizze, wo die NATO-Osterweiterung mit einem Pfeil dargestellt ist. Der Pfeil geht genau über die Krim Richtung Georgien. Und dort können Sie dann jetzt auch nachlesen, ist jetzt nichts Neues mehr. In Georgien hat der Putin den Amerikanern schon, es war am zweiten Tag der Olympiade in Betschon, schon einen Stopp reingelegt. Sie erinnern sich, die Olympiade war gerade eröffnet, die Frau Merkel war nicht dort, aber hat niemand gestört. Der Putin war dort, aber am anderen Morgen beim Frühstück war er nicht mehr dort. Ja, wo ist der Putin? Der Putin war schon in Georgien, weil er hat ja gewusst, was losgeht. Also dort hat er mal eine rote Flagge reingesetzt, wurde aber von niemandem richtig ernst genommen. Und jetzt kommt die rote Flagge in der Ukraine. Für die Russen reicht es mit der Krim. Das reicht denen, den Rest wollen sie ja gar nicht. Kommen wir darauf zurück. Also Krisenzonen, wo man hinguckt. Unsere Armee, die für die Sicherheitspolitik zuständig ist, und das tut mir persönlich unheimlich weh. Unsere Armee hat noch zu Zeiten des Kalten Krieges einen hohen Stellenwert gehabt im internationalen, sagen wir, Konzert. Wie hoch ist der Eintrittspreis? Damals war man international der Auffassung, rein militärisch ist der Eintrittspreis in die Schweiz sehr hoch, nicht nur hoch, sondern sehr hoch. Soll es mal einen versuchen.
Und dafür haben wir gestanden und dafür haben wir uns eingesetzt und dafür haben wir kluge Maßnahmen damals ergriffen. Und jetzt komme ich weiter zum Sachverhalt, ich werde es darstellen. Das ist die Riesengefahr für unser Land. Im Jahre 2014 würde ich den Eintrittspreis als null ansätzlich sagen, danach. Das ist eine Riesengefahr. Jetzt, damit ich nicht einfach meine eigene Meinung publizieren muss, ich bin da auf einen Firepower-Index gestoßen, das ist ein Institut, das bewertet über 100 Armeen nach allen Kriterien, die wichtig sind, also nicht Schönheit, Reichheit der Verzierungen der Uniformen, nicht wie die verpflegt sind, sondern was sie wirklich militärisch auf die Waage bringen. Natürlich USA zuoberst, aber schon Russland. Jetzt ist schon Russland Nummer 2 und China 3, das erstaunt weiter nicht. Die Schweiz ist da, Entschuldigung, unter ferner Liefen. Das wäre vor 20 Jahren nicht passiert. Die Schweiz wäre da vor 20 Jahren unter den Top 10 gerankt worden. Ist es nicht mehr so. Also das ist keine Erhebung von mir. Schweden, in der Gegend der Schweiz, aber wir werden darauf zu reden kommen, Schweden hat etwas Steuerung gerissen. Das sozialdemokratisch regierte Schweden hat das Steuerung gerissen. Da gibt es eine Verteidigungsministerin, die war früher in ihrem Berufsleben aktive Marineoffizierin. Und die hat jetzt ihre Grippenbestellung aufgestockt und hat verschiedene Beziehungen ganz entscheidend investiert oder beginnt wieder in die Substanz der schwedischen Armee zu investieren. Unsere Armee, Entschuldigung, die bittere Wahrheit, kann nicht mehr mobilisiert werden. Wenn da jemand auf den Knopf drückt, wundert er sich, dass gar nichts passiert. Sagt dann noch warum. Das war zu der Zeit, als bei uns einige unheilvolle Strategen die Auffassung vertraten, wir bräuchten eine Berufsarmee. Eine Berufsarmee muss ja nicht mobilisieren, die ist ja schon mobil. Haben alles zerstört, reden jetzt die ganze Zeit von Wiederaufbau und Neueinführung und Neuerfindung. Das schweizerische Mobilmachungssystem hatte Weltruf, wurde beispielsweise von Israel kopiert und ist bis heute dort gehandhabt. Das schweizerische Mobilmachungssystem wurde über 120 Jahre immer feiner aufgebaut, besser ausgeklügelt und hat es ermöglicht, am Ende des Kalten Krieges unsere Armee marschbereit zu stellen, so schnell oder sogar schneller als die NATO-Formation, die Berufsarmee war. Also gut. Die meisten von diesen Brigaden sind gar nicht ausgerüstet. Da kommt natürlich jetzt auch eine der großen Betrügereien auf den Tisch. Im Jahre 2003 hat das Schweizer Volk der sogenannten Armee 21 zugestimmt. Dort waren 120.000 Mann bewilligt, plus 180.000 Mann Reserve. Was ist denn das? War doch ein Volksentscheid. Steht übrigens auch in der Verfassung drin, was das heißt. Jetzt kommen so kluge, Klugscheiße vom VBS. In meinen E-Mails und Publikationen lese ich neuerdings nicht mehr vom VBS, weil es hat mir den Ruf eingetragen, ich hacke nur immer auf den VBS und ich rede jetzt von Bern. Da sind nämlich die Politiker, gerade auch noch mit einbegriffen. Jetzt reden die von 80.000 oder 100.000 Mann.
Mein Gott, es war was anderes beschlossen, vom Volk beschlossen, steht in der Verfassung drin, aber die machen, was sie wollen. Jetzt haben wir doch kürzlich auch letztes Jahr noch abgestimmt über die allgemeine Wehrpflicht. Jeder Schweizer ist wehrpflichtig. Die haben es ja hingekriegt, mit einem Aushebungssystem dafür zu sorgen, dass nur noch jeder zweite Stellungspflichtige nach deren Vorstellung dienstfähig ist, wehrdienstfähig ist. Also waren da schon mal 50% weg. Und die 50%, die werden nicht mal richtig ausgerüstet. Steht aber alles in der Verfassung drin. Also es steht in der Verfassung drin, nur wird damit gemacht, was man will. Ich habe hier Zahlen von Bern übernommen, nicht selber erfunden. Ich habe die Kosten, die Bruttokosten pro produziertem Manntag auf der Zeitachse aufgetragen, habe die noch verfügbaren Bestände, wie die nach unten gedriftet sind, bewertet, ob die Bewertung klug oder nicht war, aber der Kampfwert, der den gestiegenen Kosten entgegensteht, das ist nur vorsichtig. Heute muss man sagen, eigentlich nur, weil eine Armee, die nicht mobilisieren kann, was soll ohne Quatsch. Also im Grunde genommen, wenn der Herr Maurer immer redet, wie er sparen müsse, das VBS ist eine riesen Geldverdichtungsmaschine. Und dann geht immer wieder, ja, gemäß Verfassung müsse die Armee das Land verteidigen können. Und dann heißt, ja, das sei ein schwammiger Begriff. Ja, da kann man natürlich vieles darunter sich vorstellen. Stimmt da gar nicht. Also in den Ausbildungskursen, und die auch der Herr Waldmann und so weiter durchlaufen hat, da mussten wir auswendig zitieren, was heißt Verteidigung, was heißt Angriff, was heißt dieses, was heißt jenes. Man wollte die Begriffsverwirrung verhindern. Heute kennen die diese Begriffe, klar definierten Begriffe, nicht mehr und flunkern irgendetwas von, ja, es ist nicht, das Schwamming ist nicht so klar und heute im Jahr 2014 und ja, man denke sich und etc. Und weil die Mitglieder der sicherheitspolitischen Kommissionen eigentlich im Gegensatz zu früher eher keine militärische Ausbildung mehr haben, fressen sie denen das aus der Hand. Stimmt nicht, ist ganz klar definiert, was Verteidigung heißt, was diese Armee zu leisten hat. Und zwar flächendeckend. Ob sie es flächendeckend wirklich kann und je können hat, das bleibe dahingestellt. Aber sie kann es natürlich heute überhaupt nicht mehr. Also der Betschon, davon habe ich vorher geredet, der hat dieses Buch geschrieben, The Grand Chessboard, und da hat der Untertitel hieß, die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Aber ich glaube, da waren einige klügere Überlegungen drin als beim Parlament. Er hat einige Dinge wirklich auseinandergenommen. Man kann ja der Idee etwas abgewinnen, dass es sicher gut ist, in schwierigen Zeiten wer den Lead übernimmt. Aber nicht immer. Also der Betschon hat auch als seine Maxime definiert, Amerika hat immer to sit at the head of the table. Wenn da irgendwas verhandelt wird, zuoberst sitzt immer ein Amerikaner. Und diese Fälle schwimmen natürlich langsam davon. Es gibt verschiedene mächtige Organisationen, bei denen sind die Amerikaner nicht einmal als Zuhörer zugelassen.
die Shanghai Cooperation Organization, das ist eine Art Gegen-NATO. Es gibt in Südamerika Marktorganisationen, da werden wir nicht einmal informiert, dass da irgendetwas stattfindet. Also in der Beziehung schwimmen da natürlich diese Fälle davon, wie gesagt, der Baczynski, der muss gegen die 80 sein. Der wird jetzt kaum mehr groß publizieren. Er müsste wahrscheinlich jetzt dann den letzten abschließenden Band seiner Trilogie publizieren und da drinnen müsste so irgendwas drinstehen. Ich habe da mal wieder die finanzpolitische Idee aufgenommen, dass es nie ein Imperium gegeben hat, das einfach bis auf weiteres, weil es noch das Einzige ist, sich bis auf weiteres hält. Es sind da von klügeren Leuten als von mir über der Zeitachse aufgezeichnet worden, wie denn sich verschiedene Währungen zur Weltwährung hochgeschwungen haben und dann gelegentlich wieder verschwunden sind. Und wir leben im Moment hier. Und das ist natürlich eine Riesenbedrohung. Dieses viel schlimmer als Massenvernichtungswaffen. Oder stellen Sie sich vor, wer hat die Zahl gebracht, 80% oder wie viel der amerikanischen Wertschriften, Regierungsanleihen befinden sich außerhalb der USA. Das hieß ja bis jetzt, man kann den Dollar gar nicht genug abwerten. Zahlen tun immer die anderen. Aber jetzt kommt der Moment, ich denke, die Chinesen und die Russen, da sind schon verschiedene Absprachen im Gang, dass die amerikanische Währung nicht mehr die Weltwährung ist. Dass man also nicht mehr jedes Mal zuerst US-Dollar kaufen muss, um ein Geschäft zwischen, was weiß ich, Indien und der Schweiz abzuwickeln. Nein, es sind Diskussionen im Gang, wird interessant sein, die zu verfolgen. Die Realisierung beschleunigt sich, wie eben der US-Dollar als Weltwährung beiseite geschoben werden kann und dann brechen in Amerika, in den USA furchtbare Zeiten ein. Dann ist das, was in Form der Immobilienblase passiert ist, das ist dann ein lauer Frühlingsregen. Wenn dann niemand mehr für den Dollar irgendwo irgendwas bezahlt, die Amerikaner, die jetzt rumreisen in der ganzen Weltgeschichte und den Dollar schwenken und denken, da gehen alle Türen auf, wie die Sachen sind geschehen, wird nicht mehr so sein. Also es gibt da Papiere, wie so Modellstudien, Szenarien, wie sich dieser Prozess abwickeln könnte. Da ist übrigens diese Folie, von der ich sprach, die ging da nämlich schon über die Knie. Jetzt habe ich gesagt, der Putin da eine Blockade reingelegt und wir auch. Also, wie gesagt, für Russland ist ja nur die Krim wirklich von Bedeutung. Aus meinen Gründen. Wenn sich der Westen nur etwas versucht hätte, in die Rolle des Herrn Putin reinzuversetzen, hätte er auf die Idee kommen müssen, dass das der neuralgische Punkt ist und dass man da irgendeine Lösung finden muss und nicht in Kraftmeierei hier um diese Krim so Geschichten zu veranstalten. Dass fremde Territorien besetzt werden, ist ja nichts Neues. Die Golanhöhen sind besetzt, Westbank ist besetzt. Die Kosovo wurde ja völkerrechtlich genauso am geltenden internationalen Recht vorbei abgesprochen.
wo ist jetzt da die Logik, dass jetzt das plötzlich ein Riesenbruch des internationalen Völkerrechts sein sollte? Also, ich bin, wie Sie hören, ein sogenannter Putin-Versteher. Ja, ich habe Russland bereist, auch mit meiner Frau, wir haben uns da immer wohlgefühlt. Ich versuche nur den Putin zu verstehen, ich komme dann nachher noch drauf. Aber schon in gewissen Kreisen hier im Westen gehört es nicht zum guten Ton, ein Putin-Versteher zu sein, weil ein Putin-Versteher ist definitionsgemäß ein Anti-Amerikaner. Und bei der NZZ ist es so, da haben Sie Schwierigkeiten, einen Leserbrief unterzubringen, der irgendwie so nach Verständnis von Putin riecht. Also, es könnte sein, und da sind ja die Amerikaner bereits ziemlich nervös. Dieses wunderschöne Bild habe ich nicht geschossen. Aber die amerikanische Militärstrategie weltweit basiert zu großen Teilen auf ihrer Seekriegsstrategie. Und die Seekriegsstrategie basiert auf den Flugzeugträgerkampfgruppen. Und jetzt passierte plötzlich Folgendes, es ist allerdings schon ein paar Jahre her und ist nicht so wirklich zur Kenntnis genommen worden. Plötzlich taucht inmitten eines solchen Flugzeugträgerkonvois ein chinesisches Unterseeboot auf. Hey Fans! Das heißt mit anderen Worten, die Chinesen natürlich mit Russland zusammen haben eine U-Boot-Technologie entwickelt, die offensichtlich dieser Technologie hier überlegen ist. Und das haben Sie ja kürzlich auch in der Zeitung lesen können. Da hat eine russische Su-24 im Schwarzen Meer einen amerikanischen Raketenkreuzer nicht angegriffen, aber Scheinangriffe geflogen. Das war ein Raketenkreuzer mit der modernsten amerikanischen Sensortechnologie an Bord. Die haben den natürlich geortet, aber plötzlich ging die Lampe aus und plötzlich fliegt der Russe Scheinangriff. 2, 3, 4, 5 Mal ist dann wieder verschwunden. Dieser Raketenkreuzer, der ist dann jetzt schnell verschwunden, ist im Hafen von bei Bulgarien, hat er dort, das weiß ich, auftanken müssen. Haben übrigens nach international geltendem Recht nichts zu suchen im Schwarzen Meer. Die USA sind kein Anrainerstaat des Schwarzen Meeres, hätten dort gar nichts zu suchen gehabt, behaupten natürlich das Gegenteil, aber dann haben die Russen denen ganz subtil signalisiert, hey, wir können eure Sensoren blenden, wenn es uns passt. Dann sind sie blind. Kürzlich auch über dem japanischen Meer scheint es, dass ein chinesisches, nein, auch ein russisches Kampfflugzeug, einen amerikanischen AWACS genau gleich angegriffen hat. Das heißt, in den amerikanischen Pressemeldungen hieß es, ja, das sei höchst unprofessionell gewesen, wie der sich da auf offenem Meer und so weiter verhalten hätte. Nee, die haben das ganz genau verstanden, der hat Angriffe geflogen, um zu zeigen, ihr hättet keinen Stich. Also, da findet der Paradigmenwechsel statt. Genauso wie bei den großen Schlachtschiffen.
nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die auch plötzlich nicht militärische Non-Valeurs wurden, findet möglicherweise sehr bald ein Paradigmenwechsel statt, zu Ungunsten dieser großen, furchtbar teuren Flugzeugträgerkampf. Jetzt also, was passiert auch sonst noch? Auf dieses Phänomen ist hingewiesen worden. Also die Amerikaner haben da in alter Manier versucht, die Weltmeere rund um Osteurasien zu beherrschen. Die Antwort war schon lang, die chinesische Regierung hat schon 1995 ein Paper veröffentlicht und das hieß die neuen Seitenstraßen und das hat nichts anderes bedeutet, als dass sie ein Hochgeschwindigkeits- und auch sonst sehr leistungsfähiges Eisenbahnnetz bauen von Ost nach West, wo ja allenfalls viel schneller Güter verschoben werden können und Frauen, also als über die Suezroute, und Frauen nicht dominiert von irgendwelchen amerikanischen Flottenverbänden. Kommt noch die neue Nordwestpassage dazu, die jetzt durch eine Lage des Schicksals aufgeht. Also die Einkreisungsstrategie der Amerikaner gegenüber China, Russland, ist versandet, findet nicht mehr statt, ist kein Druckmittel mehr. Jetzt auch sonst, da finden ja da haben Sie ja die Informationen über die sogenannten Senkaku-Inseln gekriegt, ein Streit zwischen China, das eigenmächtigerweise eine Air Defense Identification Zone drüber geklappt hat. Aufschrei natürlich vor allem in Japan. Frage hier nur rhetorischer Art, was hat Japan hier vor der Küste von China zu suchen? Eine ähnliche Frage, die gelegentlich wieder gestellt werden wird. Wie ist denn das eigentlich mit den Falklands? Was haben die Engländer da unten zu suchen? Also, hier gibt es Zoff und ich denke, dass die Chinesen ihren Standpunkt klar vertreten. Sie sind natürlich nicht so haudegen, um so reinzuhauen, aber sie werden ihren Standpunkt vertreten. Das Ganze läuft auf diese Zeichen an der Wand hinaus, wenn man da so weiter guckt. Die Uhr der Vorwarnung tickt. Nochmals, Russland hat seine Armee, die nach der politischen Wende unter Jelzin total zerfiel. Also in Moskau konnte man auf dem Roten Platz für ein paar Kopeken konnte man russische Generalschütte kaufen. Also es gab sie schlicht nicht mehr. Die russische Armee hatte keine Angriffsfähigkeiten. Und daraus hat man dann irgendwie abgeleitet, braucht mindestens 10 Jahre. Und das sind die 10 Jahre, die unsere Leute in Bern sich immer noch einreden, hätte man, wenn man allenfalls sich auf neue kriegerische Ereignisse einstellen wollte. Hat man nicht mehr. Die Russen üben jetzt im großen Stil Angriffsoperationen aus dem Stand heraus. Andererseits haben die Amerikaner weiterhin öffentlich zugänglich Planungsdokumente, die einen weltweiten Krieg vorsehen, die übrigens auch einen mit nuklearen Erstschlag vorsehen, gegen wen auch immer. Also das sind zugängliche Papiere, können Sie im Internet aufspüren. Da denken andere so leicht wie wir. Und die USA verwenden jetzt etwas Panzer
nach Deutschland und etwas Kampfflugzeuge nach Nordosteuropa, also in die baltischen Staaten. Also das ist nicht zu fürchten, was sich da an militärischem Potenzial verschiebt. Aber immerhin, sie tun noch so, wie wenn sie das Heft des Handelns noch in der Hand hätten. Jetzt, was könnte die Schweiz da für eine Rolle spielen? Es ist ja viel von Ressourcen die Rede gewesen. Ich meine, wenn das Faustrecht gilt, nur noch das Faustrecht gilt, nicht mehr, ob einem die Schweiz sympathisch ist oder so, dann hat die Schweiz doch noch ein paar Dinge, an die übrigens auch schon der Napoleon gedacht hat. Also natürlich die Bevölkerung, ich glaube unsere Bevölkerung, die Fähigkeiten, die Ausbildung, das ist ein Asset, die kann man zwar nicht wegtransportieren, das ist aber etwas, das ist eine strategische Ressource der Schweiz, aber dann vor allem irgendwo lagen doch noch 2000 Tonnen Gold. Ich hoffe sehr, dass die in der Schweiz sind. Weil Deutschland hat ja bezüglich Gold schon seine blauen Wunder erlebt. Wird nur nicht drüber geredet, weil sonst gäbe das in Deutschland wahrscheinlich einen Riesenzoff. Die deutsche Bundesregierung wollte, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, wollte doch schon die deutschen Goldbestände, die in den USA lagen, zurückholen. Da kam auch die rote Flagge. Nee, leider nicht. Ich glaube, 2018 wurde dort zugestanden. Der Hintergrund ist der, diese Goldbestände sind bereits verpfändet. Also die amerikanische Notenbank und der amerikanische Staat operiert mit Goldbeständen, die gar nicht hingehören. Dann haben sie sich an die UK gewandt. In UK lagen offenbar auch etwas deutsche Goldbestände. Da gab es eine interessante Begründung, warum die jetzt nicht ausgeliefert werden können. Das wäre nämlich ziemlich genau der Goldbestand, den die Nazis 1938 oder wann in der Tschechoslowakei gestohlen hätten. Also wären das eigentlich Goldbestände der ehemaligen Deutschen Reichsbank. Also sei das ja Feindverleihung, könnte man gar nicht ausrechnen. Natürlich völlig neu, dass die Deutsche Bundesbank für die alte Reichsbank haften soll. Aber so wird da operiert. Jedenfalls, wenn sich die deutsche Bevölkerung im Klaren wäre, dass ihr Gold samt und sonders gestohlen worden ist, dann würden, ich weiß nicht, ob sie dann noch so tun würden als ob. Also, jetzt weiter natürlich, die Schweiz verfügt ja europäisch gesehen über verkehrstechnische Schlüsselräume. Die wichtigste Nord-Süd-Achse führt durch die Schweiz, die nähert ein ingenieurmäßig sensationelles Ding, der längste Eisenbahntunnel der Welt, übrigens von der Schweiz selber bezahlt, nicht von Brüssel oder von irgendwem. Die wichtigen Ost-West-Achsen führen durch die Schweiz. Und das sind Assets, auf die doch jemand zu reden kommen muss, wenn er sich mit militärischen Kriterien befasst. Über den Wirtschaftskrieg haben wir ja schon gesprochen, das hätte uns ja vor 2-3 Jahren noch niemand abgenommen. Mit welcher Brutalität hier Wirtschaftskrieg geführt wird zwischen vordergründig befreundeten Staaten. Wie hier das Faustrecht ging, muss dann vielleicht kommen wir in die Diskussion drauf, dass die Schweiz das so dumm gelaufen, also die Weltmeisterschaft interessiert mehr über diese furchtbare Wirtschaftskrieg, wo es um Riesenbeträge geht, die da einfach zweckentfremdet werden.
Also hinter diesem Wirtschaftskrieg, ein Wirtschaftskrieg hat sich im Übrigen in der Geschichte stets noch, ist immer kulminiert in einem heißen Krieg. Vorgänge jetzt noch, ich habe in meinen Überlegungen, und da treffe ich natürlich in Bern auf totales Unverständnis. Die wissen nicht, was ich damit meine. Aber jetzt versuche ich hier einen Beitrag, eine Überlegung einzuflechten für diejenigen, die nicht wissen, was die gefährlichste militärische Feindmöglichkeit ist. Die Grünen und die Energiepolitiker, die wissen sehr wohl, was im Bereich der Kernkraftwerke die gefährlichste Möglichkeit ist, die nicht einmal die von der Wahrscheinlichkeit sogar noch wesentlich tiefer anzusiedeln ist, als das, was im militärischen Bereich vor sich gibt. Aber ich möchte die Grünen hören, wenn man sagen würde, ja, also da diese Notfallpläne rund um die AKW-Cluster, die es in der Schweiz gibt. Ich möchte die hören, ja, das hat eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit. Dann würden die uns schon sagen, klein oder nicht klein, aber ihr habt gefälligst dafür zu sorgen, dass alles getan wird, dass es hier keine Katastrophe gibt. Übrigens zuhanden der deutschen Zuhörer hier, also Deutschland wurde da nicht vergessen. Diese Unterlagen, die sind in Baden-Württemberg, das ist schon auch mit einberechnet, dass wenn mit in diesen Bereichen etwas Nukleares passiert, dass dann auch die deutsche Bevölkerung mit entsprechenden Notfallschutzmaßnahmen abgedeckt ist. Also nochmals, das ist im Bereich der Kernenergie die gefährlichste Möglichkeit. Und eigentlich gehört das ja auch zur Lagebeurteilung für jegliche militärische Planung, die gefährlichste militärische Feindmöglichkeit. Aber jetzt lesen Sie mal, was unsere Freunde in Bern dazu herausgefunden haben. Nicht erfunden von mir, das steht im Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes. Da steht, da muss mich psychiatrisch begutachten. Lesen Sie, was der Nachrichtendienst des Bundes publiziert. Und jetzt können wir es ja den nationalen Ständeräten, die in den sicherheitspolitischen Kommissionen einsitzen, nicht übelnehmen, wenn die sagen, unser Instrument, der Nachrichtendienst des Bundes, hat genau klipp und klar festgelegt, es gibt keine Bedrohung. Steht auf einem offiziellen Bericht des Nachrichtendienstes des Bundes. Also das habe nicht ich erfunden. Ich habe das abgeschrieben und verbreite das natürlich bienenfleißig. Kein Mensch würde glauben, dass das so ist. Aber ich verstehe jetzt Politiker, die es nicht gerne selber denken, wenn die sich an das halten. Und aufgrund von dem brauchen wir wirklich keine Krieg. Aufgrund von dem brauchen wir eigentlich sehr vieles nicht. Meiner Meinung nach, global gesehen, geht es darum, um Ressourcen haben wir gesprochen. Irgendwer wird sich dann gelegentlich im großen Kampf um die Ressourcen. Konrad Hunger hat das mal genannt, der Kampf ums Eingemachte. Jetzt wird man ja dann gelegentlich, also die Großmächte, die werden sich, also USA, Osteurasien, die werden ja dann gelegentlich auf die Idee kommen, Europa, Westeuropa ist ja ein Eldorado, ist ein Stinkreich, da liegen ja Ressourcen, total entblößt von jeglichem militärischen Schutz. Also, ohne jetzt auf die Schweiz zunächst auf die Schweiz sich zu konzentrieren. Also das ist ja das Erste, um was man sich hier bauen wird, wenn es mal zu einem
globalen Showdown zwischen Osteurasien und Nordamerika. Das ist logisch. Das geht's ja. Damit habe ich noch nicht viel ausgesagt. In der Schweiz sind so strategische Knotenpunkte, Luftlandezonen, frei in der Landschaft, ungeschützt, bereit zur Übernahme. Bereit zur Übernahme. Die Ausrüstung der Armee, das muss man sich mal vorstellen. Die Ausrüstung der Armee, die ja früher maximal dezentralisiert war. Sie erinnern sich, dass es Hunderte von Munitionsdepots gab in den Wäldern draußen, gut gesichert, dass der Mann seine Bewaffnung zu Hause hatte, dass auch die Mittel der Feldarmee stark dezentralisiert waren in der Schweiz, haben sich die faulen Hunde von Bern was einfallen lassen. Sie haben es nämlich auf 5 Logistikzentren konzentriert. Auf 5 Logistikzentren, dort liegt 80% unseres Materials, übrigens 100% der Munition an einem einzigen Ort. Und da widerstrebt es mir natürlich, also mein Patriotismus hat mir das jetzt verboten, das auch noch zu sagen, wo das ist. Aber das kann man auch im Internet rauskriegen. Wo man mit einem Schlag die Munitionsausrüstung der Armee eliminieren kann. Unvorstellbar. Hunderte Jahre schweizerischer Lehrtradition weggewischt. Aber es ist so. Wenn Sie wissen wollen, wie das praktisch geht, Sie können jetzt beispielsweise das Logistikzentrum der Armee in Ottmarsing, finden Sie im Internet. Wie gesagt, das sind die 5. Dort finden Sie alles, was Sie brauchen für einen Luftangriff. Sie müssen nicht mal aufklären. Sie finden dort Luftaufnahmen. Sie finden detailliertest auch den entsprechenden Kartenausschnitt, wann die Öffnungszeiten, also wann diese Telefonanschlüsse bedient sind und wann allenfalls ein Telefonanruf beantwortet wird. Also da muss ein Angreifer sich nicht mal mehr Mühe nehmen. Flappmäßig sind ja die nicht mehr geschützt. Die Flapp hat man klammheimlich praktisch bis zur Unkenntlichkeit reduziert. Existiert nicht mehr. Also können Sie aus dem Internet holen und jetzt muss ja nicht so sein. Aber das ist ein Szenario, das ich mir überlegt habe. Wir haben früher in den militärischen Kursen immer von der Angriffsplanung rot gesprochen. Die Aufgabe, das war was Ähnliches, wie man in Business Schools die Case Studies, dort hat man die Case Studies. Die Angriffsplanung rot beinhaltete nichts anderes, als dass Sie da an dem Tisch sitzen und wissen, was Sie haben. Und Sie müssen sich in die Sichtweise des Gegners, der hieß halt früher rot, ist ja egal, wie der heißt. Aber wenn man sich jetzt in die Angriffsplanung, in die Haut des Gegners einführen will, dann kommt man zu solchen Möglichkeiten. Also wenn der zum Schluss kommt, die Schweiz liegt praktisch ungeschützt da. War früher anders. Früher konnte man alles erobern. Westeuropa, nur die Schweiz eher nicht. Aber die Schweiz ist mit einer strategischen Luftlandung Kloten-Dübendorf innerhalb von Stunden besetzt. Parallel dazu vielleicht noch der Großraum Bern, war ein Regierungszentrum und vielleicht noch
der Großraum Innerschweiz mit den Flughäfen, bestens geschützte Jägerbasen in Box und Altnach und den Nordportal. Also hier mit diesem Ei oder mit diesen 4 Eiern können Sie die Schweiz in die Tasche stecken. Und warum ich das so locker vom Hocker erkläre, meine Familie geht das nichts an. Ich sitze hier draußen. Meine Sicht auf den Bodensee wird immer noch genau dieselbe sein. Hier, Kloten-Dübendorf, ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass das Schweizer Fernsehen dort ist. Also Sie können es nicht möglicherweise, aber mit großer Wahrscheinlichkeit im Schweizer Fernsehen haben. Verfolgen, wie das geht. Ja, wie soll das gehen? Von der Krim aus, von Russland als unsinkbaren Flugzeugträger betrachtet, neuerdings, ist man mit Unterschall, Strahlflugzeugen, Transportflugzeugen in 3 Stunden da. Wir haben gesehen, dass die Sensortechnik der NATO, der USA, geblendet werden kann. Also die fliegen hier rein. Wir sehen dann frühestens am anderen Morgen das Resultat. Möglich wäre vor aber 20 Jahren nicht möglich gewesen, ist jetzt möglich. Absolut möglich. Ich bin kein Aktivist. Wenn man so eine Anwendungsplanung rot sich überlegt, das ist möglich. Braucht ja nicht unbedingt Kloten-Dübendorf zu sein. Könnte auch Stuttgart sein oder München. Genau dieselbe Situation. Wenn die eine sogenannte No-Fly-Zone haben wollen, mitten im NATO-Kerngebiet, dann findet das so statt. Übrigens unsere Nebenfreunde von der Sozialdemokratie können sich vorstellen, was mit unseren Sozialleistungen passiert. Sollte keiner glauben, dass die AHV weiterhin überwiesen wird. Und so weiter. Dass das Gold geklaut wird kaum jemand groß stören, weil es einem ja nicht direkt betrifft. Aber glaubt keiner mehr, dass da AHV oder IV-Renten ausbezahlt werden. Von Stund weg nicht mehr, tot sicher nicht. Also bräuchte es doch da eigentlich die Einsicht in eine starke militärische Deckung auch unserer Sozialsysteme. Was dann natürlich dahinterher folgt, wenn mal so ein Feldzug Schweiz stattgefunden hat, aus welchen Gründen auch immer, das wäre dann natürlich der finale Krieg in Europa. Logisch. Und jetzt stellt sich nur noch die Frage, erkennen die NATO-Planungsstelle diese Situation rechtzeitig und machen ihrerseits so in Kloten-Dübendorf oder lassen sie die Russen den Schlag ausführen. Sicher ist, und das habe ich gezeigt, das können Sie nachlesen, es gibt eine Planung für nukleare Erstschläge. Und das ist das Augen in der Kirche, dass wenn ich verantwortlicher NATO-General wäre, für die Operation zuständig, wenn die Russen schon hier sitzen, dann haue ich eine A-Bombe drauf. Schlusspunkt, ob mir die Schweizer sympathisch sind oder nicht. In den Kategorien wird gedacht. Also es wird nukleare Gegenschläge geben. Die Nuklearwaffen werden ja bienenfleißig weiterentwickelt. In keinster Weise, ja, sie werden zahlenmäßig reduziert, aber technologisch aufgemotzt. Und was sein könnte, es könnte ja eine Situation eintreten, wie wir sie schon mal hatten. 1799 haben sich fremde Armeen auf dem Territorium der Schweiz gelagert. Die Franzosen, Russen und.
alle nur die Schweizer nicht. Und in dem Buch Suharos Weg durch die Schweiz schreibt der Verfasser: 1799 herrschte Chaos in der Schweiz. Von eigenem Stolz auf Demokratie und Freiheit keine Spur. Fremde Armeen bekämpften sich auf dem Boden der verdattert zusehenden Schweizer und fraßen das halbe Land leer. Ja, logisch, also ich meine, wenn ich jetzt über die Realität, Luftlandung, Kloten-Dübendorf denke, da konnte wahrscheinlich als Nummer 1 eine Anforderung an die Zürcher Regierung, bitte ab sofort für 1000 oder 10.000 Mann Verpflegung da und dahin liefern. Macht, was ihr wollt, aber morgen erste Lieferung. Also das ist meine sehr betrübliche Lagebeurteilung. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht den Eindruck hinterlassen, ein Aktivist zu sein. Ich bin kein Aktivist, aber ich versuche mit Facts irgendwie mir ein Bild zu machen und zu einem Schluss zu kommen. Und der Schluss ist nicht sehr zukunftsträchtig. Ganz herzlichen Dank, Herr Betschon. Und ich freue mich auch, dass wir mit der Zeit gar nicht so schlecht stehen. Wir gehen jetzt ins Mittagessen. Sie haben sich organisiert und